Schaut doch mal, sieht doch richtig toll aus und das habt ihr in Handumdrehen gemacht. Wer kein Reis mag, kann auch gerne Bandnudeln dazu verwenden. Hi meine Süßen, ich habe gerade einen leckeren Erdbeerkuchen mit Vanillepudding gemacht und dann dachte ich mir, jetzt zeige ich euch ein schnelles Gericht, wenn ihr es mal wirklich super eilig habt. Ihr braucht doch gar nicht viele Zutaten. Einmal 400 Milliliter Schlagsahne. Dann braucht ihr circa 2 bis 3 Esslöffel Tomatenmark. Dann 1 bis 2 Knoblauchzehen. Einfach hier hineinpressen. Ja. Upsala. Ich nehme noch den Saft einer halben Limette. Das Ganze würze ich mit einem Teelöffel Gemüsebrühe, einen halben Teelöffel Pfeffer. Das ist wirklich ratzi-fatzi gemacht. Gemüsebrühe ist ja schon salzig, aber trotzdem gebe ich jetzt noch mal so ganz wenig Salz noch hinzu. Ihr könnt es ja ganz zum Schluss noch mal abschmecken. Dann gebe ich mir noch ein bisschen Dill hinzu. Ihr könnt so circa 2 Esslöffel machen, 3, je nachdem, wie gerne ihr Dill mögt. Wenn ihr übrigens keine Limette habt, könnt ihr auch Zitronensaft nehmen, fällt mir gerade ein. Mit Limette. So, das wird hier in der Auflaufform einfach verrührt. Ihr habt auch wenig Geschirr. So. Und dann gebe ich da einfach noch ein bisschen TK-Gemüse hinzu. Könnt Gemüse eurer Wahl nehmen. Aber wie gesagt, bei mir sollte es heute etwas schneller gehen. Und natürlich Lachs, der ist bei mir so ganz leicht angetaut. Das gebe ich jetzt einfach hier drauf. 4 Stück an der Zahl. Und zack, fertig ist euer Menü. Darum wickle ich jetzt noch ein bisschen Alufolie und gebe das in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten. Ich habe mich jetzt entschieden, zu dem Lachsgericht Reis zu machen. Ihr könnt auch statt Reis Bandnudeln nehmen, die passen auch super dazu. Hier habe ich ungefähr 5 bis 6 Esslöffel Öl und da rein gebe ich gewaschenen Reis. Den müsst ihr wirklich sehr gut waschen, dass euch wirklich die ganze Stärke rausgewaschen wird. Das Ganze würze ich einfach mit Salz. Ich habe gerade keinen Löffel parat. Und manchmal, aber ihr könnt es aber auch gerne weglassen, gebe ich noch dazu für die Farbe etwas weniger als einen halben Teelöffel Kurkuma noch mit dazu. Dann ist der Reis so schön gelb. So, den brate ich jetzt hier mit kurz an. Holla die Waldfee. Fällt mir schon alles runter, weil es so schnell geht heute. Einfach mit anbraten, 3-4 Minuten lang. Und darauf gebe ich jetzt kochend heißes Wasser. So viel, wie das jetzt dann ungefähr bedeckt ist. Meistens ist es immer, wenn ihr jetzt 2 Tassen Reis, dann nehmt ihr ungefähr 4 Tassen heißes Wasser, 4 Tassen und ein Drittel vielleicht noch. Und dann gebe ich Deckel drauf und schalte den Herd sofort runter auf niedrigster Stufe und lasse den dann köcheln. Wie gesagt, mit Deckel auf niedrigster Stufe dann köcheln lassen. Jetzt brodelt das noch, aber die Hitze reduziert sich ja jetzt mit der Zeit. Und dann, wie gesagt, so lange kochen, bis das komplette Wasser aufgesogen ist, beziehungsweise verkocht ist. Und dann kriegt ihr einen ganz feinen Reis und zum Schluss gebe ich dann noch einen Klecks Butter mit dazu. Nach ungefähr 20 Minuten gebe ich jetzt noch einen guten Esslöffel Butter hinzu für den Geschmack. Lass es hier ein bisschen schmelzen drin. Wie ihr hier sehen könnt, ist der Reis schön locker geworden. Aber den rühre ich noch nicht
Ich mache nochmal den Deckel drauf, lasse die Butter schmelzen, erst dann verrühre ich das Ganze. Hier habe ich übrigens ein anderes Gericht, Tomatensoße mit Hackbällchen. Falls ihr das Rezept haben möchtet, schreibt es mir gerne unten in den Kommentaren hinein. Und wenn ich schon dabei bin, um euch alles zu zeigen, das habe ich eben auch für euch schon fertig abgedreht. Leckerer Erdbeerkuchen mit Vanillecreme oben. Verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung. Von den Hackbällchen, das Rezept habe ich noch nicht abgefilmt. Und wie schaut's aus? Das sieht doch richtig gut aus. Lecker cremiger Lachs und richtig schöner, lockerer Reis und das Ganze alles ohne Tütchen. Schaut mal, wie locker, fluffig der Reis geworden ist. In der Mitte hatte ich ja die Butter. Das verrühre ich jetzt einmal hier, damit auch wirklich der ganze Reis mit der Butter benetzt wird, mit der geschmolzenen. Und dann kriegt der Reis nochmal einen super leckeren Geschmack. Schaut mal, leckere, cremige Soße. Wie gesagt, und das funktioniert alles ohne Tütchen. Das gebe ich hier noch hier drauf. Ein bisschen von der Soße noch. Einfach lecker. Schaut doch mal, sieht doch richtig toll aus. Und das habt ihr in Handumdrehen gemacht. Wer keinen Reis mag, kann auch gerne Bandnudeln dazu verwenden. Einfach köstlich. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Freue mich auf einen Daumen nach oben. Gerne auch einen Kommentar. Wünsche euch jetzt einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal, eure Rabea. Bye bye.